Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, ist heute wirklich kein Wetter, um irgendeine Bildqualität oder sowas zu bewerten. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme mal das Nikon MED10 Mikrofon mit auf die Nikon ZR und mache euch heute so einen kleinen Soundcheck, weil der ist ja so ein bisschen wetterunabhängig und wie ihr sehen könnt, ja, was anderes kann man heute eigentlich auch nicht machen. Ich habe das Mikrofon, wie gesagt, auf der Nikon ZR oben drauf und wollte euch einfach mal kurz so ein paar kleine Tonbeispiele geben, was man damit so anstellen kann. Ich wollte das Ganze ja eigentlich mit in die USA nehmen, das Mikrofon ist aber nicht mehr rechtzeitig gekommen. Da hatte ich dann das Rode VideoMic Go 2 mit dabei. Ich will aber schon eigentlich das MED10 nutzen, weil das eben über diesen Multi-Interface-Schuh ganz einfach genutzt werden kann, ohne weitere Kabel. Wie gesagt, ich wollte euch so einen kleinen Soundcheck heute mal bringen und da beginnen wir doch einfach mal mit. Also das Mikrofon hat ein paar verschiedene Einstellungen, die ihr einstellen könnt. Ihr könnt da zum Beispiel einstellen, ob es nur nach vorne, also als Shotgun-Mic, nach vorne den Ton aufnehmen will oder nur nach hinten, wenn ihr hinter der Kamera seid, oder eben rundum. Das Mikrofon an sich steht jetzt gerade auf Front, also es wird nur der vordere Bereich aufgenommen. Ihr seht vielleicht später, ich werde da einmal drum rumgehen, dass hier eine Straße hinter dem Mikrofon ist. Die Töne sind hoffentlich nicht mit drauf und ihr könnt mich jetzt relativ gut verstehen. Ich werde das Ganze jetzt einfach austesten. Wir haben auch noch so einen Fokus und einen Pure-Modus. Das heißt, im Fokus-Modus ist das Ganze so ein bisschen abgestimmt auf Stimmen, wenn ihr eine Produktpräsentation oder ein Interview machen wollt. Im Pure-Modus wird einfach alles pur aufgenommen, so wie es eben hier ist. Wir sind jetzt hier, ich schaue mal kurz nach, im Pure-Modus und so hört sich meine Stimme an. Ich werde das Ganze jetzt einfach mal direkt umstellen, dann könnt ihr das vielleicht mal hören. Ich gehe hin, stell das Ganze auf Fokus und jetzt bin ich gespannt, ob man vielleicht einen Unterschied hört von der Stimme, ob irgendwie die Tonfarbe sich geändert hat. Da bin ich selbst natürlich auch gespannt. Ich kann es jetzt natürlich nicht nachvollziehen. Ich habe bis jetzt alles im Fokusmodus immer aufgenommen, also im Front-Fokus-Modus. Und da ja, interessiert es mich natürlich auch, wie da jetzt gleich der Unterschied sein sollte. Also, wie gesagt, wir sind im Frontmodus und dem Fokusmodus jetzt gerade. Wir haben den Vorteil, die Kamera bzw. die Kamera in Verbindung mit dem Objektiv kann in 32-Bit Float aufnehmen. Das heißt, ich kann jetzt lauter reden und schreien und ihr müsstet mich normalerweise gut hören. Und ich kann auch leise reden und ich könnte das Ganze dann einpegeln und dann sollte sich das Ganze relativ gut anhören. Ich kann es jetzt natürlich nicht nachvollziehen. Ich werde es gleich am Rechner dann sehen, ob das so auch funktioniert. Der Vorteil bei 32-Bit ist eben einfach, ihr könnt das Mikrofon so gut wie nicht übersteuern und auch Töne, die zu leise sind, dann retten. Das heißt, ihr könnt nachher den Pegel einfach besser anpassen. Und deswegen habe ich mir das ganze Setup eigentlich auch geholt. Denn gerade fürs Vloggen und so weiter sollte das eigentlich schon ein relativ großer Vorteil sein. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade in der Frontaufnahme. Das heißt, das Mikrofon wird von vorne aufgenommen. Ich laufe jetzt einmal um das Mikrofon rum, damit ihr mal den Unterschied hört, was da so passiert, wenn ich eben nicht von vorne in das Mikrofon rede, damit ihr da seht, wie sich das eben so verschiebt. Also ich gehe mal los. Jetzt bin ich ungefähr 90 Grad neben der Kamera. Ich rede natürlich in Richtung der Kamera. Jetzt befinde ich mich wirklich hinter der Kamera und bin mal gespannt, ob man da nachher noch irgendwas versteht. Jetzt bin ich wieder 90 Grad seitlich davon versetzt und hier bin ich jetzt wieder vorne. Da sollte sich jetzt also ein bisschen was ergeben haben. Ich stelle das Ganze jetzt mal um und zwar auf Rear. Das heißt, das Mikrofon sollte jetzt alles hinter der Kamera aufnehmen. Ihr müsstet mich jetzt schlechter verstehen. Deswegen gehe ich jetzt gleich wieder hier rum, 90 Grad versetzt und jetzt bin ich hinter der Kamera. Das Gute ist, das Mikrofon selbst bietet auch LEDs vorne und hinten. Die leuchten rot bei der Aufnahme und das sehe ich jetzt hier auch. Jetzt bin ich also wieder vor der Kamera und ich denke, ihr werdet mich jetzt auch wieder schlechter verstehen. Das werden wir jetzt gleich natürlich sehen. Ich stelle das Ganze jetzt mal noch auf All. So, und jetzt solltet ihr alles ringsrum gleichmäßig aufgenommen bekommen haben. Also jetzt solltet ihr mich wirklich sehr gut verstehen können, egal an welcher Position ich mich befinde. Das werden wir jetzt natürlich testen. Ich laufe wieder rum. Ich bin wieder 90 Grad versetzt neben der Kamera. Jetzt bin ich schon hinter der Kamera 180 Grad versetzt und wieder 90 Grad auf der rechten Seite. Und jetzt sollte ich wieder ins Bild kommen.
Und ihr solltet mich jetzt eigentlich gleichmäßig verstanden haben. Also jetzt steht das Ganze auf All. Ich bin immer noch im Fokus-Modus. Jetzt nehme ich mal den Pure-Modus. Ich hoffe, dass jetzt im Pure-Modus und vor allem auch, dass die Umschaltung immer nahtlos klappt. Das werde ich dann nachher natürlich alles sehen bei der Aufnahme. Ich hoffe, dass im Pure-Modus und Fokus-Modus das Ganze jetzt keinen großen Unterschied gemacht hat von der Ausrichtung vom Mikrofon. Wie gesagt, wir haben hier ein Shotgun-Mic und das ist eben auch relativ klein. Es ist auf der Kamera wirklich sehr klein. Es macht da einen handlichen Eindruck und das ist auch einfach der Vorteil, den ich mir davon erhoffe, dass ich damit einfach ein kleines Mikrofon auf der Kamera habe, das ich überall hin mitnehmen kann. Ich will da ein bisschen mit vloggen und da werden wir natürlich sehen, wie das Ganze so aussieht. Vloggen bedeutet natürlich auch, die Kamera in die Hand zu nehmen und damit rumzulaufen. Das Mikrofon ist gedämpft und da bin ich jetzt mal gespannt. Ich nehme das hier jetzt mal kurz runter. Ich stelle das hier noch auf Front, damit ihr mich natürlich besser hört. Und jetzt nehme ich es mal hier kurz runter vom Stativ, gehe hier auf 16 mm. Und bin mal gespannt, was sich da jetzt so ergibt. Ich laufe hier einfach mal und da hören wir jetzt mal rein, ob wir vielleicht eine Erschütterung hören. So, ich packe das Ganze wieder aufs Stativ, mache das hier kurz fest. Mache hier ein paar Millimeter Brennweite mit drauf. Also wie gesagt, ich hoffe, da hat man jetzt vom Laufen her so an sich nichts gehört. Was ich auch mal noch testen will, ist verschiedene Objektive, wie die so vom Fokus ihren Ton auf das Mikrofon vielleicht übertragen. Ich habe jetzt hier das 16 bis 30 mm Tamron 2.8 drauf. Das ist sehr leise, das dürfte man hoffentlich nicht so wirklich hören. Und ja, jetzt schauen wir das Ganze einfach mal an. Ich will jetzt auch noch so ein bisschen die Umgebung für euch mit aufnehmen. Das heißt, wir gehen vielleicht mal noch kurz an den Bach. Ich habe einen Musikteil mit der netten Pelin aufgenommen. Das will ich euch auch noch zeigen, wie da einfach Live-Musik übertragen wird. Und dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn es jetzt so war, lasst mir einfach ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, gerade zu der Kombi Nikon ZR mit dem Mikrofon, dann schreibt die einfach in die Kommentare und ich versuche das Ganze zu beantworten. Und dann war es das jetzt auch von mir. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Ciao. Wo wir uns noch sehen, soll uns doch keiner verstehen. Hab das alles gebaut, unser weißes Haus. I wish I could make you happy. I wish that you were with me. I wish the sky